Mein Tacker klemmt. Ich bin die beste Werkbank. Aber mein Sägeblatt ist groß. Mein Dichtring ist falsch rum, du Arschloch. Shit, die arme Ape. Ich glaube, sie könnte recht haben. Aber naja, da hilft alles nichts. Ich glaube, der Motor muss noch mal raus. So, zwei Sachen. Erstens, mega gefährlich. Mache ich nie wieder so. Also das war ganz schön wackelig, die Ape so hoch zu buxieren. Jetzt steht sie oben, auch ziemlich sicher. Ich habe trotzdem hinten nochmal 2 Böcke untergestellt zur Sicherheit, wenn ich unter der Ape arbeite. Und zweitens, wieso senkrecht und nicht einfach kippen wie letztes Mal? Tja, die Ape hat auch Bremsflüssigkeit und einen Tank voller Benzin und das will ich nicht einfach alles ablassen müssen. Und natürlich hat es weitere Gefahren, wenn man die auf die Seite kippt, irgendwie hier was zu beschädigen. Deshalb dieses Mal senkrecht, aber auf jeden Fall das letzte Mal auf diese Weise. Während hinter mir das Differentialöl von der Ape abtropft, was ich übrigens letztes Mal vergessen habe abzulassen und deswegen die gesamte Kaution von der Garage verloren habe, bereite ich einmal die Arbeitsfläche hier vor. Ich möchte das natürlich nicht direkt auf meiner neuen Werkbank machen und habe mir dafür eine Gummimatte besorgt und die breite ich jetzt aus einfach. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it, and you deserve. So, der Motor ist draußen, das ging eigentlich ziemlich schnell. So ein Ape-Motor ist echt ziemlich klein und eigentlich auch der perfekte Einstieg ins Schrauben, weil du hast hier alles, was du in einem normalen Motor halt auch hast, nur in ziemlich klein. Und selbst wenn man irgendwie dann ein Zylinder kaputt fährt, kann man den einfach wieder austauschen. Das ist ja bei einem normalen Automotor nicht möglich. Ich habe hier auch alles schon da, um den Motor neu abzudichten. Zur Sicherheit auch noch einmal neue Kurbelwellenlager, alle Abzieher, Fett und eben auch die Dichtungen. Und ich würde sagen, dann lege ich mal los und baue den Motor auseinander. Missing someone, is as normal. Missing someone, and missing someone, is as normal. Missing someone. Someone
Hier seht ihr den ersten großen Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich den Simmering von der Kurbelwelle tatsächlich falsch rum eingesetzt. Das habe ich deshalb so gemacht, weil der Vorbesitzer das auch so gemacht hat. Und ich habe es einfach nachgemacht. Die Ape lief so, aber halt nie besonders gut. Also die lief immer nur mit Choke, wahrscheinlich weil sie auch Falschluft zog durch diesen Simmering. Und ja, hier seht ihr sogar eine Reibespur auf der Kurbelwelle. Und die Ape war nie ganz dicht. Und das lag an diesem Kupplungshebel hier. Den habe ich auch nie abgedichtet gehabt. Dumm von mir, das muss ich jetzt alles nachholen. Weil man so einen Motor ja nicht alle Tage zusammenbaut, möchte ich das dieses Mal so richtig zelebrieren. Ich habe mich umgezogen, ich habe hier den Tisch komplett sauber gemacht, ich habe alle Teile perfekt gereinigt, die liegen drüben auf dem anderen Tisch. Und jetzt kann ich ganz entspannt, sauber und ohne einen Fehler zu machen, hoffe ich mal, den Motor hier wieder zusammenbauen. Und ich würde sagen, damit lege ich jetzt direkt los. So, der Motor ist fertig zusammengebaut, die Kupplungswelle ist jetzt abgedichtet und auch die Rückwärtsgangwelle ist jetzt endlich wieder gängig. Die hat sich davor gar nicht so richtig gut bewegt. Ich würde den Motor aber natürlich nicht einfach so einbauen, ohne noch die ein oder andere kleine Veränderung vorzunehmen. Und zwar, habt ihr es ja vielleicht schon mitbekommen, aber die Ape ist extrem laut. Also ich habe hier diesen Auspuff von Polini und das ist nur so ein Resonanzauspuff ohne Schalldämpfer. So laut, dazu muss ich eigentlich noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich das allererste Video zur Ape gedreht habe, bin ich einmal durch den Wald gefahren in Karlsruhe. Und als ich gerade meine Kamera aufgestellt habe und die Ape gerade noch hinten stand und aus war zum Glück, fuhr so ein Auto ganz langsam an mir vorbei und ein Typ hat mich so echt ein bisschen böse angeguckt und ich dachte so, okay, bisschen aufpassen. Hat die Kamera aufgestellt, angemacht, bin an der Kamera vorbeigefahren und wieder zurück, habe die Ape wieder abgestellt, bin wieder zur Kamera, die Ape stand genauso da wieder vor. Dann kam das Auto wieder zurück und ich stand gerade da so bei der Kamera und der ließ das Fenster runter und das war wahrscheinlich ein Jäger oder so und der hatte einfach offen so ein riesiges Gewehr auf dem Beifahrersitz liegen und ich dachte so, oh Gott, was ist denn hier los? Und dann hat er mich gefragt, ob ich irgendwie gesehen habe, ob irgendwie so Motocross-Fahrer vorbeigefahren sind oder so und ich meinte so, nee, habe ich nicht gesehen. Aber er ist nicht darauf gekommen, dass das die Ape war, die so laut war. Ein Glück. Aber damit sowas nicht nochmal passiert, kommt auf jeden Fall jetzt dieser Schalldämpfer hier am Schluss drauf. Aber davor muss auf jeden Fall erstmal der Motor eingebaut werden. Jetzt gibt es einmal einen kleinen Test. Ich mache einmal den Motor an und dann gucken wir mal mit dem Schalldämpfer und ohne. Noch ein kleiner Unterschied.
Schneller, schneller! So, es macht auf jeden Fall immer wieder richtig Bock, mit der Ape unterwegs zu sein. Echt so ein cooles Fahrzeug. Und sie ist tatsächlich leiser geworden, habe ich mir bestätigen lassen von Benny, der mit dem Fahrrad hinterher gefahren ist. Ich saß drin, da drinnen ist es auf jeden Fall nicht viel leiser, aber das hat ja auch nichts mit dem Auspuff zu tun. Insgesamt bin ich aber trotzdem happy, weil sie jetzt ein Stück alltagstauglicher auch wieder geworden ist. Falls ihr noch Ideen habt, was mit dieser Ape in Zukunft passieren soll, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.